Guten Tag, liebe Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen Interesse, Wunsch und Vertrauen für die jetzige Zeit zeigen, für die eigene innere Transformation offen sind, für die Verbesserungen auf unserem Planeten, für die positive Veränderungen im eigenen Leben. Wir leben in eine einmalige Zeit. Herausfordernde, nicht einfache. Aber man kann schwer mit Worten das ausdrücken. In einer tollen Zeit. In dem Einführungsvideo vom 13. Juni haben Sie einige Informationen über den Zeitgeist erfahren. Und im Video zum Mondfinsternis am 5. Juni haben Sie über die Rituale und Tagesenergetik, über alles, was man machen kann, erfahren. Übrigens, das alles können Sie noch bis 20. Juni durchführen. Und jetzt sind Sie dabei im Beitrag mit erster Heilübertragung aus unserem kostenlosen Heilkurs Sommer-Sonnenwende Transformation. Der Link zur Kursanmeldung, wenn jemand das noch nicht weiß, finden Sie unter diesem Video im Beschreibungstext oder auf unserer Homepage www.orania-zentrum.de. Wir alle, wirklich alle ohne Ausnahmen, befinden uns an der Schwelle der globalen Veränderungen auf unserem Planeten. Gestartet wurden sie früher. Darüber erzählen wir in Seminaren, Studienreisen, in unseren Online-Workshops, Newsletter, auch in anderen Videos. In der Zeit von 5. Juni bis 5. Juli befinden wir uns auf der Übergangsbrücke, im Korridor der Finsternisse, in das neue Leben, in die neue Zeit. Ein Korridor mit 3 Türen oder 3 Toren. Was ist wichtig in dieser Zeit? Man soll keine Ängste haben. Es ist keine Katastrophe. Es gibt viele Informationen im Internet. Man trifft immer Menschen und es gibt Institutionen, die Angst verbreiten und damit Macht ausüben, Kontrolle schaffen, Geld verdienen, die anderen unterordnen, verwirren, manipulieren, Panik verbreiten. Wir haben keine Apokalypse. Was geschieht tatsächlich jetzt? Die Natur ist sehr weise und sie schickt uns die Botschaften, die Zeichen, bedeutsame Ereignisse, damit wir aufwachen, bewusst werden, aus dem Hamsterrad aussteigen, als ob einem kleinen, unerfahrenen Kind die geistigen Eltern, die himmlischen Eltern, helfen wollen. Es soll etwas verändert werden, das, was angefahren ist, veraltet. Eine neue Entwicklungsstufe, höhere Reife soll erreicht werden. Und gerade in dieser Phase befinden wir uns alle. 3 Finsternisse nacheinander, 8 Planeten im Sommer rückläufig, Mond-Knotenachsewechsel, dann weitere Finsternisse im November und Dezember. Wow, das ist unglaublich, das ist stark. Und dabei wird von uns gefragt, den Frieden,
Harmonie mit sich selbst, Liebe zu Mitmenschen, zur Natur, zu Kosmos, einen kühlen Kopf und kluge Entscheidungen, ein offenes Herz. Nicht einfach. Die Zeit ist nicht einfach, aber ganz wichtig, wertvoll, hochinteressant. Die erste Tür war am 5. Juni, Mondfinsternis, wo die Erde sich zwischen Mond und Sonne befand. Der Mond wurde vom Erdschatten überschattet. Das heißt, eigener Erdschatten schaute zu uns zu. Unser ganzes Leben ist ein Schattentheater. Wir bekamen im Mai und jetzt im Juni die Möglichkeiten, unseren Schatten anzuschauen, unsere Masken und versteckte Spielchen, Programme, Glaubenssätze zu entdecken. Wir verstecken, beschützen, bewusst oder unbewusst unseren Schatten. Und auf diese Zeit wurden wir vorbereitet. Die ersten Glocken kamen ca. 3 Monate vorher. Es begann die Zeit der Umstellung für alle, eine Isolierungszeit, Umkehrung zu sich selbst. Wir alle hatten die Möglichkeit und Zeit bekommen, endlich mal nach innen zu schauen, auf das eigene Leben, die Arbeit, Beschäftigung, auf die Familie, Beziehungen. Wir sind alle in Berührung gekommen mit den Fragen, was ist mein Lebenssinn? Für was bin ich überhaupt da? Was mache ich hier auf der Erde? Und was bleibt nach mir? Es waren Konfrontationen mit Gefühlen und Emotionen, mit eigenen und von Mitmenschen. Es kamen bei vielen die inneren Ängste hoch, Wut, Unsicherheiten oder etwas anderes. In der Zeit um den 5. Juni waren die ersten Prüfungen oder besser gesagt Klärungen, Offenbarungen, wie wir mit uns selbst und mit anderen tatsächlich leben und umgehen. Schauen Sie zurück. Wie war Ihren Mai und die ersten Junihälfte? Welche Themen und Launen kamen hoch? Wie war der Kontakt mit den Mitmenschen oder zu sich selbst? Welche Gefühle und Emotionen, Gedanken und Handlungen haben sich immer wieder gezeigt? Haben Sie in Freude, Harmonie, Liebe und fröhlich optimistisch den ersten Torübergang gemeistert? Oder war es anders? Wichtig, wenn man das anschaut, die vergangenen Tage, Wochen, auch das ganze Leben, es soll keine Kritik dabei sein, sondern Bewusstheit. Wir haben uns alle bemüht. Und was man immer kann, wenn man will, man kann immer etwas verbessern. Das eigene Leben. Man kann immer etwas an sich selbst verändern. Wichtig ist, dass Sie verstehen, was gerade passiert. Wichtig, dass Sie Verständnis haben, dass viele Menschen jetzt herausgefordert sind. Manche fast an der Grenze mit Lebenssituationen, mit Gesundheit, mit Nerven, mit Beziehung und so weiter sind.
Wichtig ist jetzt, dass man Geduld übt, keine Menschen verletzt, mit Wörtern oder mit Umgang, dass man keine falschen und zu schnellen Entscheidungen trifft, Handlungen vollzieht. Überlegen Sie gut, bevor Sie etwas sagen oder schreiben oder machen. Seien Sie darüber bewusst, das, was gerade geschieht, wenn Sie jemanden hören oder von jemandem etwas lesen. Viele Worte, Emotionen, Handlungen sind jetzt provoziert von diesen starken Energien. Vieles ist übertrieben und betrübt. Und man soll in solchen Zeiten nicht jedes Wort und Emotion persönlich annehmen. Man soll Verständnis haben, Toleranz zeigen, ohne eigene Leid oder Unterwerfung. Man soll manche Worte einfach nicht hören. Das ist die wahre Entwicklung, was jetzt gefragt wird. Flexibel werden, stärker werden, das Positive hören, sehen, lesen, mit positiven Menschen kooperieren, schöpferische Projekte und Ziele überlegen. Bemühen Sie sich in allem Plus, das heißt das Positive zu finden. Bringen Sie Freude und Humor in Ihr Leben, auch wenn vieles nicht so rosig ist. Positive Gefühle, sonnige Emotionen, raus aus dem Opferbewusstsein, aus der Komfortzone. Man soll sich austauschen, aus sich aussprechen, wenn die Beziehung das verlangt, sich ausdrücken. Jetzt ist die Zeit der Reinigung, der Befreiung von Gedanken, von unnötigen Sachen, den inneren Zustand freimachen, Licht reinbringen. Jetzt befinden wir uns alle vor der zweiten Tür, vor dem zweiten Tor. Nacht von 20. auf 21. Juni, Sommersonnenwende, Tag und Nacht mit Sonnenfinsternis, ein großartiger Tag, wo die schicksalhaften Bausteine gelegt werden, bei jedem. Dieses Video, diese Informationen, die Heilung zum Schluss und die ganze Woche ist die Zeit der Vorbereitung auf den kosmischen Start. Nicht in dieser Woche etwas starten, heiraten, unterschreiben, wichtige Entscheidungen treffen, nicht zu viel kontrollieren. Jetzt ist ganz wichtige, schicksalhafte Zeit für die inneren Prozesse. Die Zeit nach innen zu halten, Stopp machen, um eigenen Schatten anzuschauen, Fehler entdecken, bewusst werden, etwas überlegen, überdenken. Was gibt es noch, was ich mache, was mir keine Ergebnisse bringt? Welche Beziehung gibt mir keine Erfüllung, keine Entwicklung, keine seelische Entfaltung? Oder was nimmt und kostet mir mehr Kraft, als ich investiere oder zurückbekomme? Welche Schemas in meinem Leben sind veraltet, ausgereift, gehören der Vergangenheit?
Darüber soll man in dieser Woche bewusst werden. Zuerst bewusst und dann beginnen, sich davon zu befreien, sich zu reinigen. Und wichtig, in Dankbarkeit, in Liebe das Loslassen. Bewusst dadurch erleichtert werden. Und auch an etwas sich erinnern, was sie vielleicht vernachlässigt haben, vergessen haben, aufgehört haben zu machen, zu leben. Dieses Bewusstwerden soll man jetzt durchführen, selbst, jeder bei sich selbst, in Ruhe, in der Zeit des Alleinseins mit sich selbst und ohne Illusionen. Alles, was innen in uns lebt, was wir in Gedanken tragen und in Gefühlen speichern, mit dem Ganzen befühlen wir uns. Mit dem Ganzen züchten wir unsere innere Welt, unsere Wesenheit. Und diese wahre Wesenheit, unsere Persönlichkeit, unsere positiven oder negativen Gedanken bekommen am 21. Juni ihre Entfaltung, ihre Manifestierung für die nächste kommende Zeit. Das heißt, bei schöpferischen Gedanken nicht Illusionen, dass alles gut ist, sondern wahren, tiefen Einstellungen, bei herzlichem Annehmen wird es wie ein Feuerwerk, der am 21. Juni geschossen wird, voll mit Licht, Kraft, Impulsen und danach ein langes Licht- und Funkregen an Möglichkeiten, die im Leben gestartet werden, mit neuen Ideen, Projekten, Chancen, mit neuen Menschen, mit neuen Situationen und Ereignissen. Wenn man mit eigenen Ängsten keine Klarheit bekommt, mit tief sitzenden Themen keinen Frieden, wenn man mit dem Ausgedienten keinen Abschluss macht, wird es wie einen Furunkel, der platzen wird. Das ist auch gut. Das ist auch wichtig. Nur es ist nicht so leicht und angenehm. Man wünscht sich was anderes. Schauen Sie auf sich und auf das eigene Leben mit anderen Augen an. Nicht die Menschen um uns herum sind falsch oder schlecht. Nicht unsere Ahnen, Eltern oder noch jemand ist dran schuld. Nicht die Situationen und Ereignisse uns Probleme machen. Es ist kein Zufall, das, was geschieht mit uns, in unserem Leben, um uns herum. Pandemie, Kriege, Krankheiten, Verluste. Wir schaffen das selbst mit unserer inneren Welt. Unsere innere Wesenheit schöpft das und zieht das an. Die Ereignisse um uns herum sind die Ereignisse oder der Spiegel unserer inneren Welt. Und wenn wir beginnen mit uns selbst und mit für uns wichtigen Menschen im Leben
das heißt Partner, Eltern, Kindern, Arbeitskollegen, Nachbarn etc., mit Verständnis liebevoll umzugehen. Das heißt, wir schaffen die beste Version von uns selbst. Dann wird sich die Matrix verändern. Nicht zuerst die Welt retten und sich auf die Panik, Ängste, Unzufriedenheiten, Konflikte orientieren, mit negativen Gedanken und Gefühlen leben, die uns nur zerstören, blockieren, sondern Verständnis haben, dass von jemandem das erwünscht wird. Verängstigte, verbitterte, aggressive Menschenmassen, die werden nur explodieren. Was wir ausstrahlen, das bekommen wir immer zurück. Die kosmischen Gesetze arbeiten. Deswegen aus dieser Welle der Angst, den Konflikten, der Aggressivität rauskommen. Verstehen, für jemanden ist das gut, von jemandem ist das erwünscht. Bewusst werden, Augen aufmachen und aus dem rauskommen. In dieser Woche nehmen Sie die Zeit für sich selbst und schauen Sie in sich hinein. Was habe ich Helles in mir? Das Licht der Sonne wird am 21. Juni überdeckt, damit wir das Licht in uns finden, entdecken, damit wir unsere neuen Antennen aktivieren, wie bei einem blinden Mensch, unsere innere Intuition oder drittes Auge, anderes Gehör, andere Wahrnehmungen. Es ist jetzt die Zeit wie eine innere Beichte vor dem neuen Leben. In dieser Zeit sollen wir den Gott, den Schöpfer in uns finden. Gott in mir heißt nicht, dass ich alles weiß, alles kann, alles perfekt mache und für alles fähig bin. Das bedeutet, dass ich in mir die göttlichen Qualitäten lebe und ausstrahle, dass ich in jedem sein Licht und das Göttliche entdecke, bemühe mich zu finden und nicht mich auf das Schlechte, die Schattenseiten, das Unfähige konzentriere. Und unser freier Wille bedeutet nicht, dass ich alles machen darf, sondern dass ich frei in jeder Situation bin, mit jedem Menschen, was meine Laune, was meine Einstellung angeht, dass ich immer frei bin, meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Fokus frei zu wählen. Wir sollen auch uns selbst nicht belügen. Zum Beispiel, ich muss jetzt jeden lieben. Liebe ist eine Herzensangelegenheit und dem Herzen können wir nicht befehlen. Aber wir können jeden Menschen mit offenem Herzen begegnen, das Göttliche in jedem begrüßen, entdecken, das Lichtvolle, Wertvolle in jedem Menschen finden, Verständnis für seine Laune, für sein Benehmen, Verhalten haben. In Liebe zu leben
bedeutet auch nicht, dass man mit jedem und allem einverstanden ist. Man lässt es einfach zu, die andere Meinung, die andere Situationen. Und man wird auch bewusst, dass alles zur richtigen Zeit geschieht. Und wenn etwas nicht passt, man überlegt, was war mein Beitrag, meinen Anteil, dass es so ist, wie es ist. Wie kann ich mich verbessern, dass es schöner und leichter wird für die anderen oder für mich im Leben oder auf dem Planeten. Auch die eigene Meinung und Denkweise, Sichtweise überall durchsetzen, Recht haben, belehren. Das heißt, das eigene Ego füttern und befriedigen. Nicht das wird gefragt. Im Moment ist wichtig, selbst Vorbild werden, mit eigener Persönlichkeit, mit eigener Laune, Gesundheit, Beziehung, Familie, mit eigenen Erfolgen, mit dem, was man kann und weiß. Die Zeit jetzt ist ein Segen, eine Wohltat. Und wir laden Sie ein, in dieser Woche die Zeit für sich selbst zu finden. Und nicht einmal, sondern immer wieder. Und nachzudenken. Die Heilübertragung, die jetzt bald folgt, für alle angemeldeten Kursteilnehmer, sie wird Ihnen helfen, die Klarheit zu bekommen, bewusst zu werden, loszulassen, etwas heilen, verabschieden, sich selbst verändern. Sie sollen diese Heilübertragung auf Ihren Wunsch auch jeden Tag bis 20. Juni durchführen. Und auch danach ist sie sehr hilfreich, sehr heilend. Sie entscheiden selbst. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Sie können in dieser Woche auch etwas aufschreiben, was sich meldet, was raus möchtet, was Sie auch in der Nacht von 20. auf 21. Juni verbrennen werden. Machen Sie diese innere Bewusstheit, Arbeit. Auch wenn das jetzt nicht so schön klingt, das Wort Arbeit, machen Sie das für sich selbst, für Ihr Leben, für Ihre Zukunft, für Ihre Erfüllung. Unsere Online-Workshops verhelfen Ihnen zusätzlich, bestimmte Themen intensiver zu bearbeiten, heilen, klären, verstehen. Zum Beispiel am 19. Juni vor der Sommersonnenwende ist der Workshop Zirbeldrüseaktivierung und Schwingungserhöhung sehr unterstützend für diese Zeit. Und danach, vor 5. Juli, am 26. Juni ist die Heilung von Traumaten aus der Kindheit. Am 3. Juli Heilung der Beziehungsthemen. Auch die weiteren Workshops zu anderen Lebensthemen oder die vorher genannten zu anderen Zeiten, die sind auch sehr unterstützend und heilend. Und dann mit neuem Atem
Am 20. 21. Juni werden wir wie neu geboren. Wir werden gemeinsam die neue Zeit, das neue Leben starten. Wir werden gemeinsam ganz tolle Samen setzen, Grundsteine legen für unsere glückliche Zukunft, positive Entwicklung, wunderschöne Transformation, für die erfüllte Partnerschaft, Beziehung, Entfaltung für ihre Wünsche, Träume, Ziele. Sie sollen diese Tage wirklich Kontakt für sich selbst, mit sich selbst schaffen, mit eigener Seele, mit ihrem Geist, mit der Natur. Begrüßen Sie den Sonnenaufgang oder genießen Sie den Sonnenuntergang. Freuen Sie sich den Bäumen, den Blumen, den Tieren, dem Sommer, Ihrem Leben. Gehen Sie spazieren, nehmen Sie Zeit für sich. Sie sind wichtig, wertvoll. Sie schaffen es und es wird alles gut, es wird besser. Glauben Sie an sich selbst, vertrauen Sie an die Führung, finden Sie sich neu, Ihre Stärken, Talente, entdecken Sie Ihre Fähigkeiten, wachen Sie auf, wie ein Phönix aus der Asche, entfalten Sie Ihre Flügel. Auf uns alle wartet eine wunderschöne Zeitperspektive, ein großartiges Leben. Stellen Sie sich auf das Richtige und Positive ein. Bis zum nächsten Aufklärungsvideo. Und jetzt laden wir Sie zu der Heilübertragung. Für die erste Heilübertragung in diesem Kurs ein. Nehmen Sie bitte eine bequeme Position an, eine Körperposition, wo man sich gut fühlen und entspannen kann und auch trotzdem auch dabei bewusst sein, bewusst vorstellen, das, was vorher erklärt wurde. Und wir werden gleich beginnen. Приступаем. Wir starten.